Nachdem ihr eine Kette angeschlagen habt, für euer Projekt durchgezählt, teilbar durch 5 plus 3 Maschen mehr, kommen wir nun zur Reihe 1. Reihe 1 beginnt mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und danach benötigen wir nochmal 2 Luftmaschen mehr zum Rüberkommen, lassen die ersten beiden Maschen frei und häkeln in die dritte Masche ein Stäbchen hinein, in die vierte Masche ein Stäbchen hinein und in die fünfte. Also 3 Stäbchen direkt hintereinander. 2 Luftmaschen, 2 Maschen freilassen und wieder in die dritte, vierte und fünfte jeweils ein Stäbchen häkeln. Zwei Maschen freilassen, 2 Luftmaschen dafür häkeln und wieder in die dritte, vierte und fünfte Masche jeweils ein Stäbchen häkeln. Und dann sollte das Ganze so aussehen. Und so häkeln wir nun die ganze Reihe einmal bis zum Ende. Immer 2 Maschen freilassen, dafür 2 Luftmaschen häkeln und in die dritte, vierte und fünfte Masche dann jeweils ein Stäbchen hineinhäkeln. Und am Ende der Reihe angekommen, nach den letzten 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen häkeln, 2 Maschen freilassen und in die letzte Masche mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Und das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Reihe 2 beginnt mit einer Luftmasche und einer festen Masche direkt in die Anfangsmasche von den Steigeluftmaschen. Anfänger sollten sich hier jetzt direkt den Marker in diese erste Masche setzen. Ich werde das jetzt hier nicht machen, sonst klickert dies die ganze Zeit auf dem Tisch herum. Und danach machen wir einen Umschlag und häkeln 5 Stäbchen einfach um diese Luftmaschenkette herum. Danach kommt eine feste Masche in das mittlere Stäbchen der 3 aus der Vorreihe. Umschlag und um die nächste Kette herum wieder 5 Stäbchen häkeln. Und nach den 5 Stäbchen in das mittlere Stäbchen der Vorreihe eine feste Masche häkeln. Umschlag um die Kette herum, wieder 5 Stäbchen häkeln. Und danach in das mittlere Stäbchen der 3 aus der Vorreihe eine feste Masche. Und so geht das jetzt immer im Wechsel, die restliche Reihe, 5 Stäbchen um die Kette herum und das Ganze mit einer festen Masche in das mittlere Stäbchen der 3 aus der Vorreihe fixieren. Und dann sollte es so aussehen. Und am Ende der Reihe, nachdem wir die letzten 5 Stäbchen um diese Kette herum gehäkelt haben, machen wir das Ganze mit einer festen Masche fest. Und nun in das letzte Loch, wo wir die große Kette am Ende haben, häkeln wir auch 5 Stäbchen drumherum.
Dann können wir das Ganze einmal so ein bisschen zusammenziehen und zählen nun ab unten in der dritten Steigeluftmasche, stechen dort ein und häkeln die letzte feste Masche dort hinein, so dass wir Anfang und Ende gleich haben. Und das war Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Reihe 3 beginnt mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und einer Masche zum Rüberkommen. Danach machen wir einen Umschlag, nehmen uns den Fächer mit den 5 Stäbchen, lassen das erste Stäbchen aus und häkeln in das zweite, in das dritte und in das vierte Stäbchen jeweils ein Stäbchen hinein. Danach kommen 2 Luftmaschen, rüber zum nächsten Fünferfächer, erstes Stäbchen auslassen und auch hier wieder ins zweite, dritte und vierte Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Zwei Luftmaschen, rüber zum nächsten Fächer, das erste Stäbchen auslassen und ins zweite, dritte und vierte jeweils ein Stäbchen häkeln. 2 Luftmaschen, nächster Fächer, erstes Stäbchen auslassen und ins zweite, dritte und vierte Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Eine ganz einfache Reihe. Und so sollte es dann aussehen. Und so nun die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe nach den 2 Luftmaschen in den letzten Bogen erstes Stäbchen freilassen, ins zweite, dritte und vierte jeweils ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche und wie am Anfang nach dem Stäbchen in die feste Masche einstechen und dort das letzte Stäbchen hineinhäkeln, sodass wir auch hier Anfang und Ende gleich haben. Das war Reihe 3. Kommen wir zur Reihe 4. Reihe 4 beginnt mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen. Und nun müssen wir einen halben Fächer um diese eine Luftmasche häkeln, indem wir 2 Stäbchen dort drumherum häkeln und optisch somit am Anfang unsere 3 Stäbchen haben. Das Ganze fixieren wir dann wieder mit einer festen Masche im mittleren Stäbchen der Vorreihe und dann heißt es wie gehabt, immer um die Kette herum 5 Stäbchen häkeln. Und das Ganze dann wieder mit einer festen Masche im mittleren Stäbchen der Vorreihe fixieren. Und dann sollte es so aussehen. Und so nun die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe, nachdem wir die letzte feste Masche gehäkelt haben und am Anfang der Kette angekommen sind, häkeln wir um diese große Kette herum 2 Stäbchen und stechen dann in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt ein und häkeln dort das dritte und letzte Stäbchen hinein, sodass wir Anfang und Ende auch hier wieder
gleich haben. Und das war Reihe 4. Kommen wir zur Reihe 5 und das ist dann Wiederholung Reihe 1. Wir häkeln 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und nochmal 2 zusätzliche zum Rüberkommen. Danach gehen wir in den nächsten vollen Fächer hinein, lassen hier wieder das erste Stäbchen frei und häkeln in das zweite, in das dritte und in das vierte jeweils ein Stäbchen hinein. Dann 2 Luftmaschen, nächster Fächer, erstes Stäbchen freilassen und ins zweite, dritte und vierte Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Und dann sollte das Ganze so aussehen wie hier unten in Reihe 1. Und so geht auch hier die ganze Reihe dann wieder, 2 Luftmaschen und über jeden Fächer, über die Mitte ins zweite, dritte und vierte Stäbchen ein Stäbchen häkeln. Und nach dem letzten großen Bogen 2 Luftmaschen und am Ende der Reihe in die dritte Steigeluftmasche von unten angezählt mit einem Stäbchen die Reihe beenden, sodass wir auch hier wieder Anfang und Ende gleich haben. Und das war dann Reihe 5, die Wiederholung von Reihe 1 und dann geht es weiter ab Reihe 2. Ein wunderschönes Muster bestehend aus 4 Reihen, einfach zu merken und man kommt sehr, sehr schnell voran, da wir hier mit Stäbchen arbeiten und sehr schnell an Höhe gewinnen. Ich hoffe, euch hat das Muster gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.